Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Freut euch heute auf ein leckeres Nudelgericht. Sehr einfach zu machen und es schmeckt wunderbar. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Wir haben hier Hähnchen, Mini-Steaks, Nudeln. Wir brauchen noch Öl. Ich habe Sonnenblumenöl, eine halbe Zucchini, Frühlingszwiebel, Karotte, Paprika. Dann habe ich hier noch Schmelzkäse. Und die anderen Zutaten, die ihr hier seht, sind, um das Fleisch zu marinieren, zu würzen. Und dafür brauchen wir Tomatenmark, Senf. Dann brauchen wir Pfeffer, Paprikapulver, Salz, Joghurt und Sojasauce. Wir werden jetzt als erstes das Fleisch würzen und marinieren, weil das Fleisch braucht ein bisschen. Und bis wir die anderen Sachen dann vorbereitet haben, dann ist das Fleisch auch fertig mariniert. Um das Fleisch besser zu marinieren, nehme ich so eine Tüte. Das ist so ein Gefrierbeutel. Und dann gebe ich das Fleisch hier rein. Nun füge ich auch die anderen Zutaten zu. Joghurt erstmal, etwa ein Esslöffel. Dann hier habe ich schon Senf und Tomatenmark. Dann Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Etwa ein Esslöffel Sojasauce. Dann machen wir den Beutel zu und wir werden das Fleisch hin und her bewegen. Man kann auch mit der Hand schön hier einmassieren, dass auch die Gewürze überall dran kommen. Nun stelle ich den Beutel mit dem Fleisch in den Kühlschrank und mache dann die anderen Sachen. Es wird das Gemüse geschnitten, die Nudeln gekocht und das Fleisch kommt es raus, wenn angebraten wird. Das Gemüse habe ich vorhin geputzt und nun wird es in kleine Stücke geschnitten. Von der Zucchini brauche ich so die Hälfte. Und das Ende entferne ich. Und alle geschnittenen Zutaten kommen in eine Schüssel rein. Nun schneide ich die Frühlingszwiebel in Ringe. Die Frühlingszwiebel füge ich dann zu den geschnittenen Zucchini zu. Nun werde ich die halbe Paprika auch in mundgerechte Stücke schneiden. Auch die Paprika füge ich zu den anderen geschnittenen Zutaten zu. Und was nur noch bleibt, ist die Karotte. Die werde ich erstmal schälen. In der letzten Zeit schneide ich die Karotte nicht in Würfel, sondern mit dem Schäler mache ich mir so Streifen immer. Das dünne Reststück wird gegessen. Das bunte Gemüse ist jetzt fertig geschnitten und wir werden die Sachen jetzt anbraten. Das Salzwasser kocht schon. Und ich gebe die Nudeln rein. Wir lassen die Nudeln kochen, bis die richtig durch sind. Ich muss gestehen, ich mag nicht al dente.
Für mich müssen die Nudeln schon richtig durch sein. Auch nicht zu weich, aber auch nicht zu hart. Deswegen, ich probiere die immer. Ich sehe schon an der Konsistenz, wie die aussehen, und dann weiß ich schon, okay, jetzt sind die richtig für mich. Aber ihr könnt auch nach Packungsanleitung die kochen. Ne? In der Zeit, wo die Nudeln kochen, werden wir jetzt die Sachen anbraten hier. Ja, und ich gieße hier Sonnenblumenöl rein. Ich habe jetzt das marinierte Fleisch aus dem Kühlschrank rausgenommen, und wenn das Öl erhitzt ist, dann gebe ich als erstes die Fleischstücke rein. Die Marinade sorgt dafür, dass das Fleisch nicht trocken wird. Ja, wenn fertig ist, dann ist es richtig saftig. Ich muss jetzt aufpassen, dass meine Nudeln nicht rausflutschen hier. Ich habe die Hähnchenfilets jetzt etwa 2 Minuten pro Seite angebraten, und nun gebe ich das ganze Gemüse dann rein. Ich werde das Gemüse würzen mit Pfeffer, Salz, ein bisschen Sojasauce noch dazu geben, gut vermengen. Dann gebe ich einen Deckel drauf und wir lassen etwa 5 Minuten schmoren alles. Die Nudeln sind jetzt fertig und die nehme ich jetzt raus. Von dem Nudelwasser brauche ich nachher noch ein bisschen für die Soße. Das Gemüse sieht wunderbar aus, gefällt mir sehr gut. Und als nächstes gebe ich dann den Schmelzkäse rein. Und ein wenig von dem Nudelwasser. Wir vermengen alles gut. Und nun geben wir die Nudeln rein. Alles gut vermengen. Wer möchte, kann auch Parmesankäse zufügen. Gut vermengen. Tada! So bunt, lecker, cremig. Guckt euch das an, wie zart das Fleisch ist. Ich kann das mit der Gabel einfach stechen und essen. Guckt euch das an. Und sage ich euch jetzt gleich Bescheid. Oh, wie Butter. Das Fleisch ist wie Butter. So das Fleisch zu marinieren, das ist ein super Tipp. Die Zucchini. Knackig. Lecker. Und die Nudeln. Die sind genauso, wie ich die liebe. Ja, und die Karotte. Et voilà! Unsere wunderbare Nudelpfanne ist jetzt fertig zum Servieren. Guckt euch das an. Bunt, aromatisch, unglaublich lecker, sehr einfach zu machen. Also, was will man mehr? Einfach genießen. So, bleibt gesund, passt auf euch auf, und ich würde mich sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Eure Tati. Tschüssi!